kann man mehr Spiele machen, aber wir haben überlegt, was macht auch dir Spaß, hier mit uns zu machen. Und wir wissen, dass du Fußball begeistert bist. Du sprichst gerne Tag und Nacht über Fußball. Du sprichst über Fußball sehr gerne. Und genau das machen wir jetzt hier auch. Wir wollen einen kleinen Einblick erhalten in deine Trainerarbeit, was du machst, wie du mit den Spielern redest. Und dazu haben wir ein bisschen was vorbereitet. Wenn ich dich bitten darf, mit mir zur Taktiktafel zu kommen. Wir haben hier die Aufstellung von dem Spiel gestern, wenn du dich hier herstellen magst. Das ist die Aufstellung von Bayern gegen Berlin gestern. 2:0 habt ihr gewonnen. Was mir am Anfang gleich aufgefallen ist, Jerome Boateng hat im Mittelfeld gespielt. Kannst du mir deine Gedanken dazu erklären? Oder warum hast du Jerome im Mittelfeld aufgestellt? Ich weiß nicht. Nach 10 Minuten habe ich gedacht, warum Jerome Boateng spielt in der Mitte? Stell dir vor, du bist wir wollen ein bisschen mitbekommen, wie es in der Umkleidekabine ist oder wenn du Spieleransprache hältst. Du zeigst den Spielern die Aufstellung, sagst, okay, das ist das Ding. Wie redest du mit den Spielern? Stell dir vor, du bist vielleicht in der Kabine und es ist eine Viertelstunde vor Spiel. Was sagst du zu den Spielern, bevor ihr in das Stadion rausgeht? No, in Hotel vor dem Spieltag, wir haben den letzten Termin. Wir haben ein bisschen über wie jedes Spiel, über den Gegner. Wir wussten, dass bei dem letzten Spiel gegen Schalke, gegen gestern und gegen Werder Bremen, die Gegner benutzen 5 Ketten, so, aber sehr, sehr stehen in der Tief. So, und das ist nicht einfach. So, ist egal, was passiert 100 Jahre vorher, 75 Jahre vorher, in den nächsten 55 Jahren. So, wenn eine Mannschaft seine Spiele hier ist, nicht einfach. So, aus diesem Grund habe ich gedacht, wir gestern haben eine spezielle Situation. Wir hatten nur Coman Kingsley mit der Qualität mit 1 gegen 1. Die anderen, Arturo, Thomas, und Levi, und Jerome, und Alonso, haben sehr gute Spiele, aber nicht der Qualität 1 gegen 1, wie Douglas Costa, und Frank, und Arjen oder Mario Götze. Aus diesem Grund, wir brauchen breit, nicht nur mit Außenstürmer, weil wir haben diese Qualität. Ich habe gedacht, das Spiel kommen und Thomas Müller mehr inside und Philipp und Rafinha mehr außen. Und wir brauchen die Qualität in der Mitte für gut Pass für diese Spieler, weil wir haben nicht die Qualität gegen 1. Wir haben gedacht, dass Jerome Boateng haben ein bisschen mehr Qualität am Pass mit Javi Martinez, aber Javi Martinez ist besser mit reinlaufen in den Strafraum. In 10 Minuten habe mit Dome, mit meiner Assistant Coach, haben gesehen, war nicht gut und haben gewechselt. Wir haben gesprochen mit Jerome und Javi, wenn es nicht gut, ich kann gewechselt, dann Javi hat gespielt mehr hier in dieser Position, plus Arturo Vidal, hier Coman hat gespielt nach 10 Minuten mehr außen, Thomas Müller in der Position und Philipp, Lewandowski hier, und Thomas Müller auch in dieser Position. So, was wir wollten, gegen ein Mannschaftsspiel, sehr hier in dieser Position, mehr Flanken, und Lewandowski, Müller, Vidal, Javi Martinez mehr reinlaufen in der Tiefe. In der Strafraum. Das war die Idee des Spiels, weil sie spielen sehr stehen in der Tiefe. Ja. Du denkst auch nach 2:0, die Gegner kommen mehr nach vorne, aber das passiert nicht. Das war gestern die Idee. Aber immer, es kommt von der Gegner ab. Wenn der Gegner spielt mit 4 Ketten, mit 2 Stürmer zum Beispiel, ist komplett ein anderes. Ja. So, um zu verteidigen und angreifen. Und gestern haben allgemein über diese Idee gesprochen. Aber es ist schon ein Problem für dich auch, dass so viele Gegner immer so defensiv spielen gegen FC Bayern. Wir müssen in der Lage sein, mit dieser Situation attackieren. Ja. So, jeder Gegner kann spielen, was sie wollen. Ja. So, ich würde gerne so, du musst spielen that way, weil dann ich spiele, was ich will. So, das funktioniert nicht. So. Manchmal gegen zum Beispiel Leverkusen ist Druck machen, Angriff-Pressing, okay, du musst dieses Spiel in verschiedene Dinge interpretieren, spielen in verschiedene Dinge, aber die Taktik,
So ist, wenn wir sprechen mit der Taktik, wir können nicht vergessen, sprechen mit der Qualität der Spieler. Die Leute spielen, diese Mannschaft spielt 4-3-3, das ist gar nichts. So, welche Qualität hat dieser Spieler, diese drei Spieler nach vorne spielen? Wenn du spielst mit Robben, Ribéry und Douglas Costa, ist komplett ein anderes. Wenn du spielst Lewandowski, Müller und ich weiß nicht, Thiago, die Qualität ist komplett ein anderes. So, unsere Teile, um zu angreifen, unsere Teile, um zu verteidigen, ist komplett ein anderes. Wenn du unterm Spiel was siehst, was dir nicht gefällt und du willst die Taktik ändern während des Spiels und du gibst Anweisungen draußen an der Seitenlinie, wie viel kommt da bei den Spielern an oder können die das während des Spiels auch umsetzen? No, normalerweise, wenn auf der Seite der Linie sprechen, sie verstehen mich nicht. Okay. Okay. Das ist nur ja für... Aber Bibiana Steinhaus versteht dich. Nein, ich bin nicht in der Lage, ich sitze auf der Bank. So, ich bin nervös, ich muss schauen und kritisiere meine Spieler und das ist mein Beruf in diesem Moment. Okay. Ich denke, sie verstehen mich, aber sie verstehen mich nicht. Ist nur in der Halbzeit. Auf diesen Grund wir gewinnen. Okay. Wie sieht deine persönliche Gegneranalyse aus? Ich sag mal so, wenn du weißt, das nächste Spiel ist gegen Hertha, wie lange vorher schaust du dir Spiele von Berlin an? Redest du mit Scouts oder wie läuft das ab? Oder wie erhältst du deine Informationen? Bueno, es kann, wenn wir zum Beispiel heute, wir haben eine längere Woche, wir haben die englische Woche, bis nächsten Sonntag in Gladbach haben wir mehr Zeit, mehr Spiel zu sehen. Zum Beispiel wie Gladbach normalerweise spielt Xhaka ist gesperrt, so wir müssen analysieren, ohne Xhaka, welche Spiele kann ich spielen in dieser Position. Aber wenn ich spiele jeden 3 Tage zum Beispiel, wir haben gespielt in Griechenland gegen Olympiakos, 3 Tage später in Darmstadt, Auswahlspiel. So, du hast weniger Zeit auf diesem Grund, du brauchst gute Scouting, gute Leute mit guten Augen, ähnlich was du denkst, helfen. Ja, du hast keine Zeit, für das Spiel ist egal, für Regeneration. Ja. Nach mehr Stunden arbeiten, mehr Glück Okay. hast und mehr kennst deine Gegner. Okay. Wir haben noch ein paar Szenen vorbereitet, also ein paar Spielen, wo wir drauf schauen, was dir auffällt, was du vielleicht, wie du die Szenen siehst. Da haben wir zum ersten Mal das Spiel Bayern gegen Arsenal. Da haben wir diese Szene hier. Die Qualität ist es nicht gut. Trainiert ihr sowas im Training ein? Die Laufwege, dass der kurz kommt oder ist das... kannst du was kurz dazu sagen? Weil ich finde, das Tor war super herausgespielt. Das war ein... Es tut mir leid, aber manchmal wir sprechen viel über den Trainer. Normalerweise das passiert, weil wir machen jeden 3 Tage Pressekonferenz und die Leute denken, wie gut wir sind. Aber diese Aktion, Douglas Costa, David Alaba reinlaufen zwischen der Linie, richtigen Moment, Arjen Robben, der erste Pfosten. Was ist meine Influenz in das? Ist gar nichts. Okay. Ist die Qualität der Spieler. Ist die Qualität der Spieler, genau. Okay. No, believe me, genau. Ja. Natürlich haben wir gesehen, okay, wenn Douglas Costa hat den Ball, produzieren, reinlaufen, weil Mertesacker bleiben mehr in der Position Verteidigung in der Box. Und ich gehe mit der Sache, kann ich die Qualität gehen nach vorne oder der Seite. Du kannst das informieren. Die sind Verteidiger, stehen mehr in der Position. Aber der richtige Pass, in der richtigen Moment, der richtige Movement, Bewegung, die Spieler auf diesem Grund Bayern gewinnen. So, natürlich, alle Trainer machen das Beste wie möglich, aber es ist die Qualität. So, es ist unmöglich, einen Trainer gewinnen ohne Qualität des Spielers. Und mit Qualität des Spielers können gewinnen mit dem scheißen Trainer. So, das ist sicher. Die Qualität ist alles. Qualität ist alles. Dann haben wir ein Negativbeispiel vorbereitet. Spiel gegen Wolfsburg, 4:1 Wolfsburg. Da ist jetzt diese Szene. Kevin De Bruyne noch in der eigenen Hälfte. Seid ihr zu weit aufgerückt? Was war das Problem? Oder das darf ja nicht sein, dass der nicht im Abseits... No, normalerweise, wenn du spielst hier, du musst, die erste Idee ist verhindert die Konteraktion. Wenn du angreifen mit Ben, Aber meine Frage, wenn jetzt
die Bayernkette ist aufgerückt, ihr seid im Angriff. Bayernkette ist hier, Kevin De Bruyne steht hier. Dann ist hier Ballverlust und hier kommt der Pass durch. Aber da muss doch dieser Spieler hier warten, oder? Genau. Warum nicht kontrollieren hier? Ja. Oh, es tut mir leid. Ich kann nicht hier kommen, 6 Jahre trainieren. Du bist hier. Okay. Eine Szene haben wir noch vorbereitet. Das Spiel gegen Zagreb. Diese Szene ist schlecht. Auch Qualität der Spieler würde ich No, sagen. Trainer. Das ist Trainer. Okay, dann haben wir die Taktikanalyse abgeschlossen.